Guten Morgen und willkommen im zweiten Video zum Thema Rose Bonero 2 versus Rose Bonero 3. Das erste Video, ich blende euch das hier oben ein, da habe ich euch die technischen Komponenten verglichen und die Vor- und Nachteile auf dem Papier aufgezeigt. Und jetzt geht es ins Gelände. Ich habe jetzt hier schon Cross-Country-Reifen draufgezogen und möchte damit jetzt hier eine kleine Tour fahren durch den Vorharz, eine Cross-Country-Tour. Ich werde auch weiterhin mit dem Rose Bonero unterwegs sein, also wenn ihr nichts dazu verpassen wollt, Like und Abo, würde mich sehr freuen. Los geht's! Also ich habe jetzt zwei Cross-Country-Reifen draufgezogen. Auf dem Vorderrad fahre ich jetzt den Schwalbe Racing Ray in der Super Ground Karkasse und der Speed Grip Mischung. Auf dem Hinterrad fahre ich den Racing Ralph von Schwalbe in der Race Karkasse und der Speed Mischung. Das Vorderrad habe ich bereits erfolgreich auf Tubeless umgestellt. Das Hinterrad habe ich noch nicht auf Tubeless umgestellt bekommen. Warum? Die Felgen scheinen ein bisschen kleiner zu sein, sodass die nicht so gut harmonieren mit den Reifen. Das heißt also, wenn ich die aufpumpe, egal mit Kompressor oder Luftpumpe, dann ist es je nach Reifen halt ziemlich schwierig. Ich will noch mal ausprobieren, die Reifen zu unterfüttern. Das habe ich in dem Tutorial von Schwalbe gelesen und gucken, ob ich damit besser klarkomme. Ich denke, das solltet ihr aber auch wissen, wenn ihr jetzt plant, das Rose Bonero zu kaufen und damit eher in der Stadt unterwegs seid oder auf Touren, auf gemäßigten, vielleicht bei Trockenheit, dann seid euch bewusst, die mitgelieferten Kryptotal-Reifen von Conti sind super Enduro-Reifen, allerdings haben sie einen ordentlichen Rollwiderstand. Ich bin also ein bisschen reifenaffin und bin der Meinung, dass die Reifen einen ganz wesentlichen Anteil des Fahrens eines Fahrrades ausmacht. Also wenn ihr damit viel Straße fahren wollt oder wie ich jetzt hier eher Feld- und Waldwege, dann ist das Nachdenken über andere Reifen sicherlich eine Idee wert. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich mir ein Gravelbike kaufe, genau für solche Touren. Die sind ja gerade fürchterlich in. Und ehrlich gesagt ist mir die Entscheidung wirklich schwer gefallen, zumal ich früher Rennrad gefahren bin und ich schon wieder Bock gehabt hätte darauf. Aber für mich war im Endeffekt entscheidend, dass der größte Teil des Höhenprofils hier, gerade im Harz, eben doch sehr stark von Steigungen und von Schotterpisten geprägt ist. Und da sehe ich das Mountainbike immer noch im Vorteil. Das würde mich mal interessieren. Schreibt bitte mal in die Kommentare, fährt jemand von euch Gravelbike, ist im Wesentlichen im Mittelgebirge unterwegs und wie zufrieden ist er damit? Das würde mich mal interessieren. Die verbaute Shimano Dior-Schaltung funktioniert wunderbar. Anfangs muss ich die Zugspannung etwas leicht erhöhen. Die war bei Auslieferung ein bisschen zu niedrig. Aber jetzt ist die super. Und sie tut, was sie soll. Und ich behaupte mal, mehr Schaltung braucht kein Mensch. Sie ist natürlich schwer, das ist so ihr Nachteil. Und dazu habe ich auch schon eine Idee. Ich habe an meinem Bulls Copperhead eine SLX XT direkt neue dran. Und ich werde die wahrscheinlich umbauen. Nicht, weil die hier schlecht schaltet, sondern einfach, weil ich hoffe, dass ich insbesondere durch die SLX-Kurbel noch mal einiges an Gewicht einspare. Wenn ich jetzt die Shimano Dior mit der GX Eagle vom Bonero 3 vergleiche, schalten beide ordentlich. Ich habe den Eindruck, die GX Eagle schaltet sich sehr viel knackiger. Und das heißt, dass wenn ich jetzt hier die Hebel bewege, dann brauche ich deutlich mehr Fingerkraft und es macht ein deutlich höheres Rastgeräusch. Aber das ist halt Geschmackssache. Die Shimano Dior Bremsen sind zwar okay, aber die Formula Cura vom Bonero 3 sind deutlich stärker. Also wenn man jetzt viel schweres Gelände fährt und vielleicht nicht der leichteste ist, so wie ich,
dann würde ich da definitiv die Formula Cura bevorzugen. Ich persönlich denke drüber nach, ob ich nicht die Magura MT5, die ich auf dem Bulls Copperhead habe, zu nehmen und hierauf umzubauen. Die hier bei diesem Rad verbaute RockShox Pike Select mit der Charger RC Kartusche, muss ich sagen, läuft gut. Ich kann jetzt hier auf dieser Flachland-Etappe keinen Unterschied erkennen zur besseren Pike Select Plus im Bonero 3. Aber ich muss sagen, sie läuft definitiv besser als die Judy Gold, die ich in meinem Bulls habe. So, ich komme zum Fazit am Ende meiner Tour. Das Rose Bonero 2 ist ein vollständig taugliches Bike. Es ist etwas einfacher ausgestattet als das Rose Bonero 3, das ist richtig. Die Federgabel ist etwas einfacher gestaltet, aber trotzdem super. Die Schaltung bringt etwas mehr Gewicht rein, weil die Deore ist eben ein bisschen schwerer. Sie ist aber völlig funktionabel und völlig ausreichend. Bei den Bremsen, da würde ich sagen, müsst ihr schauen, wenn ihr extremes Gelände bevorzugt oder sehr schwer seid, dann würde ich sagen, nehmt das Rose Bonero 3 mit den Formula Cura Bremsen. Das ist definitiv besser. Wenn ihr eher leichter seid oder eben hier solche Touren fahrt, wie ich es heute gefahren bin, sind die Bremsen auch völlig in Ordnung. Was ich jetzt machen werde, ich werde von meinem Bulls Copperhead die 12-fach-Komponenten runternehmen und dem Magura MT5 und werde sie hier verbauen. Nicht, weil das Fahrrad es nötig hätte, sondern einfach, weil ich die Komponenten habe und sie gerne fahren möchte. Ich hoffe, mein Test hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich werde sicherlich noch weitere interessante Touren mit dem Rose Bonero 2 oder dem Rose Bonero 3 fahren und die hier auf YouTube veröffentlichen. Also wenn ein Like und ein Abo da lasst, dann verpasst da nichts. Es würde mich sehr freuen, es hilft mir. Ich danke euch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal und tschüss!